Cheerio, meine Freunde, und willkommen zum Sterben. Nein. Ja, jetzt haben wir ja hier den guten Dr. Lambert gefunden und sollen jetzt in die Zukunft reisen, um den letzten Zeitreisenden aufzuhalten. Also Frank, ich gehe mal von Frank aus. Und ich habe gerade mir mal die Folgen angeguckt und ich habe ein ziemliches Durcheinander, was die Folgenlängen angeht. Ich muss da echt mal wieder drauf achten. Naja, egal. Gut. 429-496-7295. Hm? Are you sure that's correct? I'm sure. Dear God. Wieso? Hä? Was ist passiert? I have configured the device to return you to the same destination. Here, take the device. Go end this. One last thing. You can never... Dr. Lambert? Are you... Dr. Lambert? Sir? Ich glaube, er ist mir wirklich tot. Déjà-vu. Aber, also er folgt Déjà-vu. Ich denke mal, er wollte sagen, wir können nie wieder zurückkehren. Er atmet nicht mehr. Das hat irgendwas mit der Zeit natürlich, aber wirklich nicht mehr. Gut. Dann reisen wir mal los. Aber wohin bringt uns das? Irgendwo in der fernen Zukunft. Der Möbius-Trip. Oh mein Kopf, was ist passiert? Wie lange war ich weg? Das letzte, an dem ich mich erinnere, war, dass ich die Zeitmaschine benutzt habe. Das macht mich zwar immer ein wenig durcheinander, aber noch nie so wie jetzt. Wo sind wir hingereist? Oh nein, meine Zeitmaschine, sie ist komplett zerstört. Ja, wie gedacht, wir können nie wieder zurückreisen. Das sieht ziemlich kaputt aus. Wo sind wir hingereist? Tragbare Zeitmaschine. Nein, meine Zeitmaschine, sie sind alle Teile explodiert. Die Konsole ist halb am Boden versunken. Jetzt bin ich gespannt, wo kommen wir hin? Wo kommen wir hin? Okay. Tropfendes Wasser, Dunkelheit. Wir müssen auf jeden Fall das Stromgerät hier. Sieht aus wie ein Stromaggregat. Mann! Tropfendes Wasser. Das ist schön kühl. Gut. Wir sind irgendwo jetzt gelandet. Also es muss irgendwas Besonderes sein. Halb verschüttete Tür. Da ist eine Menge Dreck und Schutt im Weg. Voll der Dschungel hier. Kügelförmige Gebilde. Moment, ist das nicht auch ne? Wow, ist das eine andere Zeitmaschine? So sieht es ganz anders aus. Außer der Tatsache, dass sie auch total auseinanderfällt. Meine ich natürlich. Das muss hier schon lange... Sind die alle hierher gereist? Ich verstehe nicht, wie das Ding funktioniert. Das ist... Ich weiß wirklich nicht, was das ist. Es sieht aus wie ein sehr unpraktischer Küchentisch. Da drauf steht Burmans Solar. Eine Schaufel. Hey, eine Schaufel. Sie ist verrostet, aber okay. Ich will jetzt... Da kommen wir, glaube ich, sowieso nicht lang, weil die Wurzeln davor hängen. Alter, wir sind also noch weiter gereist als vorher. So. So. Haben wir einfach weggeschüttet hier. Da hockt jemand. Klotz. Betonklotz. Die Oberfläche fühlt sich leicht rau an. Erste Hilfekasten. Bis auf ein Stück Lappen wurde der erste komplett leer geräumt. Ja, damit. Hallo? Der Träger hat den Schutzanzug, den ich auf Fotos an der Wand im Labor gesehen habe. Man könnte denken, dass ich mich mittlerweile einen Blick tue, aber der schockt mich aus irgendeinem Grund immer noch. Wo ist die Gasmaske jetzt?
Das ist, ich glaube, es ist eine Kyre. Dieser Ort sieht hunderte Jahre alt aus. Vielleicht sogar noch älter. In welchem Jahr bin ich hier gelandet? Wofür könnten wir den Lappen jetzt gebrauchen? Also wir können ihn nicht gebrauchen, um Strom zu machen. Das ist klar. Wofür könnten wir den Lappen jetzt noch... Ach, um dieses Metallding da abzuwischen? Klar. Immer sehr dreckig. Aber wir kommen hier noch nicht weiter, ne? Ich bin nicht unglücklich mit meinem Talienumfang, aber da kann ich auf keinen Fall durchquetschen. Okay. Daran können wir es bestimmt auch nicht benutzen. Den Lappen darüber zu wischen, wird den Generator bestimmt nicht wieder starten. Gut, dann gehen wir mal weiter. Hier vielleicht irgendwo drin. Dass wir den Lappen hier... Ah, klar. Schwupp. Ah, ja gut, jetzt können wir mit dem Lappen dieses dreckige Metallblech da sauber wischen. Yeah, yeah. So, ja. Einmal sauber wischen, bitte. Ja. Ja, so alles sau... Warte, irgendwas ist gerade passiert. Oh, jetzt verstehe ich. Das ist ein riesiges Solarpanel. So wie auf meiner Zeitmaschine. Generator. Scheint es zu laufen. Was mag es jetzt wohl antreiben? Die Lampe. Die Lampe in dem anderen Raum. Was? Hat er jetzt automatisch angehalten? Also ich habe eine Gasmaske genommen, aber die ist irgendwie verschwunden. So. Oh, er springt. Wow, was ist das da in der Hand? Ich würde sagen, ein Mann. Warum ist der da an der Wand? Das ist creepy. Hey, Buddy. Was zur Hölle? Wie ist das überhaupt möglich? Warte. Tragt irgendwas auf seinem Rucksack. Sieht aus wie eine rostige Machete. Das ist ohne Zweifel das Furchtbarste, was ich je gesehen habe. Der hängt da echt in der Wand drin, ne? Und von hier haben sie die Viren mitgenommen, also dieses Virus. Also von hier haben sie das Virus mitgenommen. So. Dann wollen wir mal die Wurzeln hier in kleine Stücke hacken. Könnte ich mal Papier schneiden. Ich brauche was Schärferes, um diese Wurzeln zu schneiden. Nicht? Okay. Ich denke mal, damit können wir auch nichts anfangen, ne? Ich würde den Rucksack mal wohl zerbrechen, bevor sie hier wirklich Schaden anrichten. So, haben wir irgendwas in dem Raum? Mal gucken. Da. Seht ihr das an? Die macht das viel schärfer. Ich glaube, es hat wunderbar gebracht. Ah, okay. So, jetzt können wir, denke ich mal, die dicken Wurzeln da durchschneiden, ne? Boah, ich bin mal gespannt, wo wir hier gelandet sind. Das ist auf jeden Fall weit in der Zukunft. Und ob wir Frank wiedersehen. Wie gesagt, ich bin immer noch davon überzeugt, dass Frank das ist. Ich wette, das war als ich dachte. Aber dann habe ich mir einen Weg durchgebahnt. Tatsächlich, ich wusste es. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt, dass Frank das ist. Und die Hitze des Feuers machen es hier unerträglich. Frank? Ich wusste es. Ich wusste, dass Frank. Joe. Oh. Please. Need water. What are you... Please. I'll get you some water. Hang in there. Gut. Ich wusste es, dass Frank der Letzte gewesen ist. Dann holen wir mal das Wasser, was da ja runtergetropft ist. Nee, ich glaube, wir sind doch wie falsch. Sorry. So, Moment. So.
Der Becher ist voll. Mann, 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 Freunde. Mann, Mann, Mann. Lauf, lauf, Joe, lauf. Vielleicht kann uns Frank ja sagen, was los ist. So. So. Here you go, Frank. Thank you. I don't understand. What are you doing here? Where are we? I'm not sure. I had no time. Pushed it as far as it'd go. From what I've been reading, everything gets imprecise the farther you travel. Even your physical location can get messed up. Nobody's been this far. We could be hundreds, maybe thousands of years in the future for all I know. I don't get it. So, you're a time pilot now? Do I really need to spell it out for you, Joe? I stole it. What? You stole the time machine, but why? Look, I've got no reason to tell you, but I guess it doesn't matter. You're the last person I'll be sharing anything with anyway. The truth is, I'm a Soviet agent. Cut it out, Frank. I'm not falling for that one again. I'm not joking. Frank, you're just sick, confused. Ja. Come on, you can't be. Where's your Russian accent? Joe, I'm an undercover agent deployed by the Kremlin. My job is to fit in. How far do you think I'd get if I went around calling everyone comrade? Okay. My real name is Yuri Barishev. I came to America in my early 20s. I went to school here, worked here, spent nearly 10 years building the foundation of an ordinary life. But the truth is that my life is far from ordinary. I am a spy. I was planted by the Soviet Foreign Intelligence Agency to gather intel on advanced U.S. military research programs, and I started getting my first missions in the mid-60s. At the time, I thought I had built a promising portfolio of leads, but as I started to pursue them, most of them turned out to be worthless. By 1968, I had run out of goodwill with my handlers at the Kremlin. I was a disgrace, and headed for extraction. Desperate for something, anything to report, I came across a Canadian company moving large shipments of iridium, osmium, rare metals not typically used in mainstream manufacturing. The buyer turned out to be a government shell, rerouting the materials to unofficial contractors, one of which turned out to be Archon. Having convinced my superiors that I was onto something, I got a job as a janitor. But I didn't dig up much until you showed up. You were a great distraction, giving me plenty of chances to access off-limits areas. And for a while, I was able to scrounge together enough intel to keep the Kremlin happy. My hunch was correct, but I didn't have the full picture. Not yet. The metals were being used to build something unusual, all right. But I just couldn't piece it together. What I found made no sense. Time travel, doomsday scenarios. It read like bad science fiction. For a while, I thought they were onto me, feeding me bogus information. But as time went on, with security tightening around the labs and no one confronting me, I began to suspect that my intel was legit. But time was running out, with Brezhnev and your President Nixon set to negotiate the nuclear disarmament treaty in a few weeks. My superiors were demanding results. My job on the line, I got desperate and careless. And this morning I got caught.
was tailing an engineer into an off-limits lab when I bumped into Barney from security. Ironically, management chalked up my trespassing to cluelessness and settled for just firing me. Knowing I wouldn't get another chance, I stole a security badge and snuck back in. I just found the time machine operator's manual when you showed up out of nowhere and nearly screwed it all up. Then it clicked. Not only could I steal the technology, it was the perfect getaway, too. Using the manual, I set the destination as high as it would allow. I figured if I could just get far away, I'd have plenty of time to figure out how to get it back to the motherland, but... well, I guess you know the rest. Listen, Joe. I'm really sick, and I'm not making it back. But you still can. The time machine has a timer, like a toaster. It's designed to return home unless the timer's reset. I removed the main power supply fuse to keep it from taking off without me. Here, take it. I have no idea how you got here, and I guess it doesn't matter. Still, despite my mission, a double life, and the deceit, your friendship was always genuine. You're an honest guy, Joe. And I've really enjoyed your company. No, please, leave me. The pain's coming back. Oh, it hurts to talk. Need rest. Aber wenn wir jetzt zurückreisen, bringen wir dann nicht die Krankheit zurück? Heißt das nicht dann im Grunde, dass wir Patient Null sind? Und dass das Ganze mit Lambert das alles nur in Gang gesetzt hat? Okay. Er ist bewusstlos. Alter, das wäre mies. Wenn das jetzt was wird, wenn wir jetzt zurückgehen und wir die Seuche verbreiten, wie das Virus verbreiten. Was ist, dann hätte Lambert eigentlich, er wollte den Untergang verhindern, aber hat ihn dann selbst heraufbeschworen. Heißt das dann, oh, er hustet wieder? Heißt das etwa, dass wir so gesehen dann... Heißt das, soll das dann so eine Nachricht sein von wegen, man kann nichts aufhalten, was geschehen soll? Na, schauen wir mal. Achso, das ist die falsche Zeitmaschine, okay. Huh. Ich bin jetzt echt gespannt, was passieren wird. Schauen wir uns mal an, was jetzt passiert. Hoffentlich funktioniert sie jetzt wieder. Und zurück geht's. Au. Oh, was passiert? Bin ich wieder ohnmächtig geworden? Oh, die Zeitmaschine ist in seinem Gürtel. Zerbrochener Rahmen. Ein Teil von der Zeitmaschine. Quarantäne-Lockdown. Dass ich die Tür auf... Oh Gott, wie soll ich hier nur wieder rauskommen? Eine Schlüssel? So, raus hier. Oh. Detected. No, it can't be. The foreign organism. It's me. I brought back the disease. I'm the one who spreads it. It was me
all along. I must have brought it back with me. Oh God, I think I'm gonna throw up. I can't deal with this. What do I do? Da rein. Das hust leer. Ich wusste es, ich hab's doch gesagt. Ach, guck mal, da ist sogar noch der Apfelkerne sind noch da drin. Kann ich jetzt nicht mehr gebrauchen. Aktenschrank. Ach, Moment. Mal kurz gucken, wenn wir hier abgeschränkte. Vielleicht irgendwie hier ausschließen? Ja. Wow, was geschieht mir denn nur schon? Jetzt umzudrehen lässt meine Muskeln schmerzen. Ich fühle, wie meine Arme und Beine anfangen steif zu werden. Kann ich vielleicht verwenden. Jetzt muss ich hier aber weg, bevor die Wachleuchte auf und ich alle anstecke. Ich muss die Situation irgendwie in den Griff bekommen. Ein Virus tötet Menschen. Dr. Lambert hat mich gefunden, bevor der Virus verwaltet wurde. Er hat mich, das Virus aufzuhalten. So. Ist aufbekommen. Der ist offen. Dann gehen wir jetzt rein da. So. Und jetzt werden wir eingefroren. So. Und du? Also muss ich was machen? Hä? Erfolgslieb. Wo bin ich? Mein Kopf. Was sind das für Klamotten? Sind wir jetzt in der Zukunft? Wir haben uns ja eingefroren gehabt, so um den Virus aufzuhalten, aber sind wir jetzt geheilt? Überwachungsmonitor. Eine Kopie mit einem Wellenhähnchen drauf. Crime-Serien sieht. Schlossen. Daneben steht Ikea. Okay. Wie im Krankenhaus. Was ist das für ein Ort? Der letzte, woran ich mich erinnere, ist Ertrinken. Da war eine Röhre und die war gefüllt mit irgendwas. Ich war sehr krank. Das heißt, wir sind jetzt zwar in der Zukunft, aber die Zeit ist normal. Die Behörden haben alarmiert. Das ist irgendein so ein Terminal, aber keinen, den ich schon mal gesehen habe. Und Fadenfolge sollte ich doch mal machen. Ah, können wir rein? Ja. Ja, Leute, aber bevor wir hier weitermachen, beende ich den Part mal für heute. Ich habe nicht gedacht, wir sind schon durch jetzt. Aber naja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Und wenn ihr Lust habt, schauen wir das nächste Mal, was passiert ist und was überhaupt los ist. Bis dahin, ciao.